Und weiter geht's im Weltnewsroom. Im Bundestag wird heute auch über die Pro-Palästina-Demonstrationen rund um den 7. Oktober diskutiert, dem Jahrestag des Überfalls der Hamas auf Israel. Die Stadt Frankfurt hatte eine Kundgebung verboten, aber nicht hinreichend dargelegt, wieso bei der Demonstration eine unmittelbare Gefährdung der öffentlichen Sicherheit drohe, rügten die Richter und gaben den klagenden Veranstaltern Recht. Auch Dortmund hatte ein pro-palästinensisches Protestcamp beendet, nachdem dort der Besuch der Klimaaktivistin Thunberg angekündigt wurde und war erst später zurückgerudert. Unionspolitiker begrüßten die Verbotsversuche. Bei den Demonstrationen werde immer wieder das Existenzrecht Israels öffentlich geleugnet und zur Zerstörung des Staates Israels aufgerufen. Und bei meinem Kollegen Marco Reinke im Deutschen Bundestag ist nun ein Unionspolitiker. Ganz genau. Gerade hat ja hier im Bundestag die Debatte begonnen, um noch einmal den Jahrestag oder um noch einmal über den Jahrestag des Hamas-Angriffes auf Israel zu sprechen. Bei mir ist jetzt Roderich Kiesewetter von der CDU, Mitglied im Auswärtigen Ausschuss. Hallo, Herr Kiesewetter. Wir haben gerade in der Debatte ja auch oftmals wieder das Wort Staatsräson gehört. Die Sicherheit Israels sei deutsche Staatsräson. Das wurde auch in den letzten Wochen und Monaten immer wieder gesagt. Wird Deutschland dem in seinen Taten, in seinen außenpolitischen Taten am Ende auch gerecht? Es war in der Tat eine sehr würdige Debatte, in weiten Teilen auch sehr übergreifend. Es ist etwas sehr Spannendes gelungen. Dem Fraktionsvorsitzenden und Kanzlerkandidaten der Union, Friedrich Merz, ist es gelungen, den Kanzler in dieser Debatte zu einer klaren Aussage zu bringen, nämlich, dass das Bundeskabinett, das Sicherheitskabinett für weitere Waffenlieferungen entscheiden wird. Und das ist genau das, was wir als Union fordern, dass Staatsräson Bekämpfung des Antisemitismus in Deutschland ist, die Stärkung jüdischen Lebens, aber auf der anderen Seite eben auch die Unterstützung Israels, diplomatisch wie militärisch. Und da eierte der Fraktionsvorsitzende der SPD herum, auch in einer nicht derart angemessenen Weise. Und dann hat der Kanzler selbst interveniert und dann deutlich gemacht, dass das Bundeskabinett tatsächlich Israel im Sinne der Staatsräson weiter unterstützen wird. Und das ist ein Erfolg. Bevor wir gleich noch mal auf die Lage in Israel schauen, Sie haben es gerade schon angesprochen, wir diskutieren ja immer wieder viel über den Schutz jüdischen Lebens in Deutschland, aber eben auch über den grassierenden Antisemitismus auf deutschen Straßen. Zuletzt war ja auch die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg in Berlin beispielsweise dabei. Inwiefern berührt Sie das, beziehungsweise inwiefern schockiert Sie das vielleicht auch? Herr Reinke, das ist eine sehr bittere Wahrnehmung, dass auf deutschen Straßen wieder ungehindert gegen jüdisches Leben in Deutschland gehetzt werden darf, auch noch einen Tag nach dem Jahrestag des Attentats in Halle, wo ja auch in Halle dann tatsächlich Hakenkreuzschmierereien waren und vieles mehr. Es ist also bundesweit immer wieder ein Phänomen, auch dass Polizisten angegriffen werden, die jüdisches Leben schützen, oder aber Demonstrationen, die gewaltsam enden und im Sinne der palästinensischen Terroristen vorgehen, müssen wir eindämmen. Es ist nicht hinnehmbar und unser Rechtsstaat muss hier stärker werden. Hier brauchen auch unsere Dienste mehr Möglichkeiten der Übermittlung und unsere Sicherheitsbehörden insgesamt mehr Freiraum, was Datenspeicherung und auch Verfolgung von Straftaten angeht. Jetzt nochmal auf die Lage im Nahen Osten zurückzukommen. Es ist ja jetzt eine Frage, wie Israel darauf reagiert, dass es zuletzt Angriffe aus dem Iran an sich gegeben hat. Es hat zuletzt auch viel Debatte darum gegeben, ob nun möglicherweise die Nuklearanlagen innerhalb des Iran angegriffen werden können, angegriffen werden sollen oder ob das Ganze nicht schon ein Schritt zu weit sei. Vielleicht einmal etwas weiter gefragt, welche Strategie sollte Israel da jetzt verfolgen? Welche Strategie würde vielleicht auch zum Ziel führen, am Ende wieder etwas Ruhe in die Region zu bringen? Es ist wichtig für uns zu begreifen, dass in dieser Region Israel die einzige funktionierende Demokratie ist, deren Existenzrecht vom Iran vernichtet werden soll. Und Israel ist zweimal in diesem Jahr massiv von Raketen und Drohnen aus Israel angegriffen worden. Und das wurde kaum bei uns innenpolitisch thematisiert, also wenn Israel nicht so wehrhaft gewesen wäre. Deshalb wird Israel massiv reagieren. Der Iran wiederum wird seinen Weg zur Nuklearmacht nicht aufgeben. Das kann innerhalb der nächsten 1-2 Jahre schon geschehen sein. Deshalb wird Israel sicherlich empfindlich die
Rüstungseinrichtungen treffen oder die Energieexporteinrichtungen. Wichtiger wäre mir aber, dass wir Deutschen mithelfen, den Iran einzudämmen. Wir sind der größte Handelspartner des Iran in Europa. Wir helfen bei Sanktionsumgehungen unfreiwillig, aber wir tun auch nichts dagegen. Das heißt, wir sollten den sogenannten Snapback-Mechanismus ausrufen. Das ist ein Verfahren, das bis vor wenigen Jahren gültig war. Und das könnten wir als eines der Länder, das das Nuklearabkommen mitverhandelt. Und damit wäre der Iran wirtschaftlich sehr isoliert und es würde der Zivilgesellschaft dort sehr helfen, wenn das System nicht mehr so viele Mittel zur Rüstung abzweigen kann. Herr Kiesewetter, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Also noch einmal die Bandbreite, über die wir gesprochen haben, über die Lage im Nahen Osten, aber eben auch über den Schutz jüdischen Lebens in Deutschland und eben auch über den grassierenden Antisemitismus auf deutschen Straßen. Marco, danke schön in den Bundestag.